Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Beziehungsweise dachte ich mir, ist es vielleicht mal ganz cool zu sehen, was ich so die Woche über eigentlich mache hier. Es ist jetzt natürlich ein bisschen verfälscht, das Bild, weil wir hier gerade Ferien haben. Das ist zum Beispiel einer der, ich würde mal sagen, großen Unterschiede auch zum Studium in Deutschland, dass die Semesterferien auf komplett andere Daten, Jahreszeiten fallen. Ich habe ja im August, September hier angefangen und das sind jetzt die ersten Ferien, die wir haben. In Deutschland ist man es ja eigentlich gewohnt, so Februar, März Ferien zu haben, dass man sozusagen immer zwischen jedem Semester so einen kleinen Break hat. Ja, auf jeden Fall mussten wir hier ein ganzes Jahr durchziehen am Stück. Macht auf jeden Fall einen Unterschied. Also so zum Schluss ist dann irgendwann auch die Luft raus. Aber jetzt sind Ferien und ich zeige euch einfach mal meine Woche, was ich hier so in den Ferien mache. Ferien im Sinne von, die meisten Studenten versuchen hier in Schweden in den Semesterferien zu arbeiten, um sich sozusagen dann wieder das nächste Jahr Studium so ein bisschen zu finanzieren, insofern man keine Unterstützung der Familie erhält oder auch in Schweden heißt es CSN. Ich bekomme leider kein CSN. Da muss man halt gewisse Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel, dass man hier mindestens ein halbes Jahr gearbeitet haben muss oder Verwandte hier haben muss oder. Das erfülle ich leider, also die Anforderungen erfülle ich leider nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt schon seit ein paar Monaten die Chance habe, eine Frau zu unterstützen, die sehr viel arbeitet und deswegen nicht so viel Zeit für ihren Hund hat. Und ich liebe Hunde, also generell Tiere. Ich habe ja selber mittlerweile eine Katze. Wir hatten eigentlich ursprünglich zwei. Dann gehe ich super gerne reiten. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Meine Großeltern hatten einen Schäferhund. Meine Eltern haben jetzt auch einen Hund. Genau, deswegen, also ich liebe Tiere und das ist halt irgendwie perfekt, wenn man eigentlich dafür Geld bekommt, das zu tun, was man sowieso gerne macht. In meinem Fall mit einem Hund Gassi gehen. Und es ist halt auch ganz schön, dass es immer der gleiche ist. Also ich gehe eigentlich unter der Woche immer zweimal am Tag mit ihm Gassi. Und ja, das auch diese Woche. Bis auf einen Tag. Da werde ich euch dann natürlich auch mitnehmen, was ich dann mache. Wir haben jetzt diese Woche endlich ein Glück wieder schönes Wetter. Ich muss jetzt mal auf die Uhr gucken. Ich muss nämlich gleich schon wieder los. Trinke jetzt hier aber erstmal noch meinen Kaffee. Genau. Und dann zeige ich euch, was diese Woche hier so passiert. Falls ich es noch nicht erwähnt hatte, ich wohne in Göteborg. Genau. Pepe! Übrigens, was ihr in meinem letzten Video als Intro sozusagen gesehen habt, das ist mein Ausblick. Ja, wir sind auf unserer Gassi-Runde. Das Wetter ist so schön. Endlich kann man wieder mit Kleid rausgehen.
So, dann versuche ich mal, das Holzding, oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht eingegangen beim Waschen, wieder da reinzukriegen in die Hülle für die Transporttasche. So, mal gucken, ob wir das wieder reinkriegen. Ach, das ist einfach so aufgelegt. Das verrutscht jetzt natürlich. Ah, drin. So. Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, aber ich werde ja nächste Woche in die Heimat fliegen. Meine Familie besuchen, meinen Freund. Und dafür musste ich eine Transportbox oder eine Tasche eher gesagt kaufen für meinen Kater, also für Pepe. Und da haben ja die Airlines immer gewisse Richtlinien und jetzt habe ich eine gute gefunden. Die hat aber schon sehr stark nach Chemikalien gerochen. Deswegen hatte ich die Einlagekissen gewaschen. Die riechen jetzt auch echt gut. Er hat sich da jetzt tatsächlich auch ohne Kissen schon reingelegt. Deswegen sind da jetzt schon so ein paar Haare drin, aber ist ja auch eigentlich egal. Also ich habe einmal, das ist ein Kissen für unten. Da ist so ein Brett auch richtig drin. Und das funktioniert halt mit Klett. Machen wir. Weil das Ding ist nämlich, also man kann die Tasche auf zwei Arten nutzen, nämlich einmal so aufrecht stehend, so trägt man sie dann ja auch. Und im Flieger aber, um die dann unter den Vordersitz stellen zu können, dreht man sie. Deswegen gibt es auch noch ein zweites Kissen, was man dann auf die andere Seite reinmacht, auch mit Klett. Ich muss jetzt mal gucken, dass die Klettdinger auch wirklich da drauf landen. So. Und hier unten. Genau, so sieht das dann halt auf der Seite. Da würde er dann hier liegen. Kann auch hier rausgucken. Und normalerweise steht sie dann halt so aufrecht. Und dann liegt er hier drauf. Genau, auf dem Flug denke ich mal, werde ich die Kamera auch mitnehmen. Denn es ist doch das erste Mal, dass ich mit Katze fliege. Hoffentlich auch das letzte Mal, weil ich denke mal, das ist schon relativ viel Stress für ihn. Ich habe halt, also er ist eigentlich super entspannt in der Transportbox, auch wenn es zum Tierarzt geht, also das ist alles gar kein Problem. Aber ja, ich habe halt so ein bisschen Sorge mit dem Druckausgleich. Ich werde, also falls irgendwer Tipps hat, her damit. Ich werde aber auch Leckerlis mitnehmen und natürlich trinken und so, aber dass ich ihm dann vielleicht, wenn wir oben sind, irgendwie ein Leckerli gebe oder so, dass er irgendwie schluckt. Ich glaube zwar nicht, dass er in dem Stress was fressen möchte, aber ich werde sie zur Not dabei haben und hoffe dann, ja, dass das nicht allzu doof für ihn ist. Aber genau, auf dem Rückweg werde ich halt nicht fliegen. Da steht schon fest, dass wir mit Auto fahren und dann wieder mit Fähre. Dann aber tatsächlich von Rostock nach Dänemark, also nach Geza und dann halt über die Öresundbrücke, weil ich dann mit meiner Familie auch noch für eine Woche ungefähr in Schweden hier in einem Ferienhaus Zeit verbringen werde. Ich hoffe, dass wir dann auch richtig schön sommerliches Wetter noch haben. Genau. Tja,
ich sag mal so viel, draußen da auf der Wiese liegen war dann nach 1,5 Stunden auch schon wieder vorbei. Aber egal. Hatte verschiedene Gründe. Unter anderem kamen Leute, die dann mit Mäharbeiten angefangen haben und damit Laubbläsern Lärm gemacht haben und das war dann irgendwie nicht mehr ganz so idyllisch. Aber dafür habe ich mir jetzt hier in meinem kleinen Balkonzimmer, es ist nämlich tatsächlich wie ein Raum in der Wohnung, aber halt mit einer Fensterfront, die man aufschieben kann. Und man kann es halt durch Glastüren auf und zu machen. Deswegen nenne ich es das Balkonzimmer, weil es ist halt kein richtiger Balkon, aber man kann ihn theoretisch als ja, einen Balkon nutzen. Ich habe aber keine Möbel hier drin. Noch nicht. Oder vielleicht auch nie. Wer weiß das schon. Ich hatte bis jetzt auch keine Zeit und auch kein Geld, um mich darum zu kümmern. Aber ich habe mir jetzt einfach mal, also ich habe hier nämlich einen Teppich drin liegen und eigentlich benutze ich den Raum immer einfach nur, um meine Wäsche hier also aufzuhängen und so. Aber ich habe jetzt einfach mal meine Picknickdecke hier hingelegt und mir das ein bisschen gemütlich gemacht und jetzt werde ich einfach mal noch hier weiterlesen. Versteh doch, Daddy, es geht um mein Leben. Weißt du, vielleicht bleibe ich einfach hier bei meiner Freundin Monika. Ja, meine kleine Maus, du musst jetzt hier mal weg. Die Mama möchte Sport machen. Ja. So, hier die Füße, nah dein Po, die Fingerspitzen in dein